Geht schon los? Hi Leute, herzlich willkommen zum zweiten Crucifix Video zur Serie Sex Education. Das letzte Video hat in christlichen Kreisen etwas für Aufruhr gesorgt. Ich habe ein paar Kritiken bekommen, die sagten, Damien, das ist doch keine Serie für ernsthafte Christen. Es wäre doch besser, wenn die Leute nicht diese Serie schauen, sondern in der Bibel lesen. Das sollen wir jetzt machen. Wir machen ein kleines Spiel miteinander. Ich lese euch Aussagen vor und ihr müsst raten, steht das in der Bibel oder kommt es in Sex Education vor? Verteile am Morgen deinen Samen und auch gegen Abend lass deine Hand noch nicht ruhen. Ich habe mein Kleid schon ausgezogen. Soll ich es deinetwegen wieder anziehen? Nimm die Krawatte weg. Du siehst aus wie ein Mormone. Ja, Sex Education. Aber ich fand das Zitat einfach witzig. Ich will auf die Palme steigen und nach ihren reifen Früchten greifen. Freuen will ich mich an deinen Brüsten, die den Trauben am Weinstock gleichen. Hast du gehört? In ihr brannte eine Sehnsucht nach ihren Freunden von damals, den Männern, deren Glied so groß wird wie das eines Esels und deren Samenerguss so mächtig ist wie der eines Hengstes. Sex mit jemandem zu haben, den man liebt, das muss krass sein, weil er dich voll versteht, man sozusagen eins wird. Und ein letztes, knifflig. Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht dich das an? Das hat Jesus gesagt. Und da muss ich sagen, Leute, wenn ihr dachtet, das kommt bei Sex Education vor, das Schwein sitzt immer im Ohr des Hörers. Ihr merkt vielleicht, dass die Bibel alles andere als immer jugendfrei ist. Und man sollte, wie auch bei Filmen und Serien, über die man urteilt, nicht einfach Zitate oder Bibelverse aus dem Kontext reißen, weil man das einfach leicht missverstehen kann. Kommen wir aber jetzt zur Frage, was hat die Serie mit Jesus zu tun? Ich möchte euch von einer Szene erzählen in Folge 5 aus der ersten Staffel. Achtung, Spoiler! Eric, der beste Freund von Otis, ist homosexuell und er lebt in einer christlichen Familie. Als er Geburtstag hatte, in Folge 5, wird dieser Tag zum schlimmsten Tag seines Lebens. Es beginnt damit, dass Otis, sein bester Freund, ihn versetzt, er alleine zu seinem Konzert gehen muss. Dort wird ihm das Handy und das Portemonnaie geklaut. Er muss mehrere Kilometer dann nach Hause laufen und auf dem Heimweg halten zwei Schwulenhasser an, die ihn dann wirklich zusammenschlagen. Als er zu Hause ankommt, geht er nur noch heulend ins Bett. Dieses Trauma führt dazu, dass er seine Identität leugnet. Er will nicht mehr der sein, der er wirklich ist. Und er liegt so in seinem Bett und dann fährt die Kamera raus. Tolle Kameraführung, muss man an der Stelle sagen. Und es erscheint ein Jesusbild über seinem Bett. Und ihr seht, das ist kein normales Jesusbild, wie man es vielleicht kennt. Und als ich dieses Bild gesehen habe, kam mir die Frage auf, Damien, was für ein Bild von Jesus hast du eigentlich? Wenn du an Jesus denkst, was für ein Bild von Jesus hast du in deinem Kopf? Ist Jesus so eine Art Superheld wie Superman oder wie Batman, der geldgierige Säcke und Verbrecher in die Schranken weist und sich für die Armen einsetzt, damit sie Gerechtigkeit bekommen? Oder ist Jesus in deinen Augen ein religiöser Lehrer, der vielleicht fromme Floskeln raushaut, aber auch gute Weisheiten und Tipps gibt, wie das Leben miteinander gelingen kann? Ist Jesus mehr der Partybruder, der ständig mit Leuten zusammen abhängt, feiert, isst und trinkt, Wasser in Wein verwandelt und was weiß ich noch und was für Alkoholsorten? Oder ist Jesus nur ein Mensch für dich, der vielleicht sogar verrückt war und zu Recht neben zwei Verbrechern an einem Kreuz gestorben ist? Oder siehst du in Jesus mehr so einen Richter, der darüber entscheidet, ob du am Ende deines Lebens in den Himmel kommst und ob du genug gute Taten gemacht hast, der einfach immer wieder Urteile fällt, ob dein Leben gut ist oder schlecht ist? Oder ist Jesus einfach nur der Gärtner? Und auch die Serie spielt wirklich mit dieser Frage, welches Bild hast du von Jesus? Zum Beispiel in Folge 3. Maeve wird ungewollt schwanger
Und sie sieht keinen anderen Ausweg, als das Kind abzutreiben. Und so geht sie zu einer Abtreibungsklinik. Was würde Jesus jetzt tun? Würde er, wie die zwei Christen in dieser Serie, draußen warten auf Menschen, die da reingehen und sie anschreien, Mörderin, die Schilder ins Gesicht drücken, sie versuchen festzuhalten und sie zu beleidigen? Oder würde Jesus eher, wie es Otis in der Serie tut, der auf Wunsch von Maeve zu der Klinik kommt, obwohl er gar nicht wusste, worum es geht, und der dann keine Scheu hat, reinzugehen, um einfach für sie da zu sein, sie in den Arm zu nehmen und nicht zu verurteilen? Welches Bild von Jesus hast du? Und nochmal zurück zu Eric. Eric hat sich entschieden, nicht seiner Identität entsprechend zu leben. Er will jemand anderes sein. Und er leidet drunter. Seine Mutter merkt, wie schlecht es ihm geht, und sie packt ihn und fragt ihn, ob er nicht mit in die Kirche gehen will. Und Eric geht mit seiner Familie in die Kirche. L-O-V-E, love, love, that word, again, Jesus loves. His love is greater than fear. His love is stronger than uncertainty. His love is deeper than hate. Amen. Jesus said, love your neighbor as yourself. 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 Love starts here. We must all learn to love ourselves before we truly love others. Who are you to not love yourself? Und hier wird die Story, die in Folge 5 begann, in Folge 7 abgerundet. In Folge 5 hängt Jesus über seinem Bett. Er denkt, Gott liebt ihn nicht so, wie er ist. Er muss sich verändern. Und dann geht er in die Kirche und hört diese Predigt, die wir eben gesehen haben. Und er spürt, nein, ich muss mich selber annehmen. Ich muss mich so lieben, wie ich bin. Gott verurteilt mich nicht wegen meiner Sexualität. Ich möchte sagen, wenn du Jesus doof findest, wenn du Kirche, Glaube blöd findest, dann liegt es vielleicht daran, dass du ein falsches Bild hast. Dass da ein falscher Jesus über deinem Bett hängt. In der Bibel steht, Gott ist die Liebe. Und die Liebe ist Gott. Und das größte Symbol von uns Christen für diese Liebe ist das Kreuz. Jesus ist für uns gestorben, weil er uns einfach so krass liebt. Weil er will, dass wir leben. Und weil Jesus sich gerade den Ausgestoßenen zugewendet hat, den Menschen, die an den Rand der Gesellschaft gedrängt wurden, den Menschen, die niemand haben wollte, diesen Menschen hat Jesus sich bedingungslos zugewendet. Hat mit ihnen gegessen, getrunken, war mit ihnen unterwegs, mit ihnen Seelsorgegespräche geführt, war für sie da. Und dieses Verhalten hat dazu geführt, dass die Pharisäer, das Volk am Ende, Jesus ans Kreuz hat schlagen lassen. Aus Liebe musste er sterben, weil er zu viel geliebt hatte. Jesus ist zu den Menschen hingegangen, war für sie da, war bei ihnen und hat sie nicht verurteilt, ihnen keine Schilder ins Gesicht gehauen, weil er die Liebe in Person war. Also, welches Bild von Jesus hast du? Das war's mit Cruciflix. Schön, dass ihr dabei wart, dass ihr euch das Video angeguckt habt. Liked es, teilt es gerne, kommentiert es. Ich freue mich immer über Rückmeldungen. Das nächste Cruciflix-Video werde ich zu How I Met Your Mother machen. Und vergesst nicht, denkt an die Wette, die läuft noch. Wenn mein letztes Video zu Sex Education Teil 1 über 2000 Klicks bekommt bis Sonntag 17 Uhr, dann gibt es eine Sonderausgabe zu Partybrut.